So, heute mal eine Bastelei zu einer kleinen Tischlampe oder Laterne. Ich habe vor kurzem auf YouTube auf einem anderen Kanal vom Manfred Welding gesehen, dass der sich so eine Bioethanol-Brenngel-Laterne oder Lampe gebaut hat. Und ja, das hat mir so gefallen. Dann dachte ich mir, sowas brauche ich auch. Und ich habe jetzt mal hier eine Version gemacht, ähm, bei der eben ja, Plasmateile oder Brennteile oder Plasmazuschnitte verwendet werden. Und genau, so sieht das Ganze aus. Also einfach ein Standfuß, ein Rohr, dann seitlich so ja, Verwirbelungsleitbleche, ein Glasrohr und hier noch so einen kleinen Deckel, einfach um das Ganze dann halt auch wieder auszumachen. Also den Deckel, wenn man ein paar Sekunden drauf lässt, dann ist das Ganze auch schon wieder aus. Genau, also ich werde auch die DXF-Dateien in der Videobeschreibung wieder verlinken. Dann, wer will, kann sich das Teil halt auch rausschneiden, nachbauen. Dann das Glas werde ich genauso verlinken. Ja, im Endeffekt alle Komponenten. Jetzt werde ich mal noch zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist oder zusammengebaut wird. Als Behälter für das Brenngel habe ich hier einfach so eine Haarspray-Dose abgeschnitten. Die passt recht gut vom Durchmesser. Ich habe auch gesehen, mit so einer Red Bull-Dose wird es auch ganz gut gehen. Habe ich auch noch getestet, ob die von der Materialstärke genauso ist wie die Haarspray-Dose, aber werde ich noch machen. Also einfach abschneiden auf die passende Höhe und dann einfach oben reinstellen. Genau, dann erstmal zu diesem Deckel. Das sind 3 Teile. Oben dieser Haltegriff, dann die größere Platte und die kleine Platte. Also sind auch diese Brennteile hier, einfach hier der Griff, dann ja, so ein Deckel, da habe ich einfach hier oben den Griff hingeschweißt und auf die Unterseite dann noch hier diese Platte, dass es auf dem Glas nicht verrutscht. Also wenn quasi der Deckel hier dann drauf ist, dass der ein bisschen Halt hat. Einfach bei den Löchern dann angepunktet. Genau, so viel zum Deckel. Dann diese Bodenplatte oder dieser Standfuß. Da habe ich einfach hier dieses Teil rausgeschnitten und auf der Unterseite mit der Flex einfach hier ganz leicht angeritzt nur. Dann kann man mit dem Schraubenzieher, wenn man dann hier reinfährt, einfach das ganz leicht umklappen oder umbiegen, dass es dann so aussieht wie hier. Und diese 4 Löcher hier sind dafür da, dass man von der Unterseite dieses Rohr anpunkten kann oder anschweißen kann. Die hätte ich vielleicht ein bisschen größer machen müssen, aber es geht. Also im Endeffekt einfach das Rohrstück hier nehmen. Das ist im Durchmesser 60 cm, 6 cm, 6 cm im Durchmesser und 85 Millimeter lang. Genau. Und da wird einfach hier das Blech drüber so positioniert, dass eben der Rand, also ich zeige es jetzt mal von der anderen Seite, hier innen dann überall so leicht über diesen Löchern ist. Dann kann man da von der Unterseite das schön anschweißen und man sieht von außen keine Schweißstellen. Genau, in der Mitte hatte ich noch ein Loch drin, einfach um den Mittelpunkt zu haben,
weil ich am Anfang noch nicht diese äußeren Löcher hatte. Den kann man ja auch rauslöschen. Ich habe ihn jetzt einfach mal drin gelassen, weil er mich nicht stört. Dann diese Wirbelbleche außen. Da markiert man sich einfach von dem Rohr, von der Länge die Hälfte. Also einfach mit der Reißnadel oder was. Bei der Hälfte von diesem Rohrstück hier anreißen. Und das ist ein kleines Gefummel. Dann kann man hier diese Leitbleche so festschweißen, eben wie hier. Einfach auf der Oberkante leicht anliegen lassen, dass sie genau an der Kante oben befestigt sind und dann eben so anpunkten, dass sie satt anliegen überall. Dieser kleine Zipfel hier am Ende ist dafür da, dass dann dieses Glas, wenn man das hier drauf tut, dass das Glas eben einen Halt hat. Da kann man dann auch noch diese Nasen hier, diese Zipfel leicht verbiegen. Falls es irgendwie schief stehen sollte, kann man eben hiermit noch ein bisschen ausgleichen. Genau. Und ja, diese 3 Wirbelleitbleche, die hier hinkommen, einfach um 120 Grad versetzt anordnen. Da kann man sich auch diese Löcher hier vom Deckel zur Hilfe nehmen. Das sind zwar jetzt 6 Stück drin, aber wenn man die 3 Löcher hier nimmt, die sind 120 Grad versetzt. Da kann man dann das Rohr oben einfach irgendwie draufstellen, so ein bisschen. Und dann bei jedem zweiten Loch einfach eine Markierung an der Seite machen. Dann hat man gleich die 120 Grad, an denen man dann eben diese Leitbleche anpunkten kann. Gut, und dann ja beim Anzünden eben wie gesagt hier einfach dieses Brenngel in diesen kleinen Behälter hier rein. Den schmeißt man dann da oben rein. Dann kann man das Ganze anzünden. Die Flamme sieht man ziemlich schlecht, weil es eine recht saubere Verbrennung ist, glaube ich auch. Und dann einfach dieses Glas hier drüber stülpen. Und genau, dann dauert es oft ein bisschen, bis das Brenngel ein bisschen auf Temperatur kommt. Dann wird die Flamme auch ein bisschen höher. Und ich habe auch gesehen, desto weniger Brenngel in dem Behälter drin ist, desto kleiner wird auch dann die Flamme. Also ich habe jetzt immer nachgefüllt, wenn es so 2/3 leer war. Dazu dann einfach eben wieder den Deckel oben drauf, kurz warten, bis es abkühlt ist und dann wieder das Brenngel nachfüllen. Eine komplette Füllung von dem Behälter müsste, glaube ich, circa eine Stunde brennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. 3/4 Stunde, Stunde. Genau. Wie gesagt, die Bauteile, die Komponenten, die ich verwendet habe und die DXF-Dateien verlinke ich wieder in der Videobeschreibung oder schreibe sie mit in die Videobeschreibung rein. Ach ja, fast vergessen, zum Lack. Ich habe jetzt hier einen Mypatherm hitzebeständigen Lack aus der Sprühdose genommen. Den gibt es, glaube ich, in Silber und Schwarz. Ich habe jetzt Silber verwendet. Damit der richtig gut hält, sollte man den auch einbrennen. Also am besten das Teil mit diesem Mypatherm Hitzeschutzlack oder mit irgendeinem anderen auch lackieren. Und damit es richtig gut hält, das Teil dann vielleicht für eine Stunde bei 200 Grad in den Backofen, dass der Lack einbrennt. Genau. So, ich habe es jetzt schnell nochmal im Keller im Dunkeln aufgestellt, dass man eben sieht, wie es dann abends auf der Terrasse oder halt aussieht, wenn es dunkel ist. Also man sieht eben schön diesen Wirbel, der durch diese Leitbleche erzeugt wird. Ja. Schönes Teil.